Cargo Clips baut Wohnmobile. Und dieser Wohnmobilausbau kommt aus der Praxis. Hinten 2 Fahrräder drin, oben drüber ein Bett, dann noch ein Aufstelldach oben drauf. Allein das Bett ist schon eine Sensation, weil man kann das ganze Bett demontieren. Hier Stefan Ebert, grüß dich Stefan. Hallo, grüß dich. Ja, es geht los für wenig Geld und Simone hat gesagt, naja, du kriegst dann ein Auto, was du im Alltag benutzen kannst ohne Ausbau und hast das Ganze eingebaut in, sag mal, 30 Minuten, hast dann einen richtigen Camper. Das ist schon top, weil dass man es als alles nutzen kann, ja, oder für alles. Die Holzfarben haben dir gefallen? Ja, die Holzfarben finde ich top und auch das Grau harmoniert super dazu. Das ist so. Das Ganze wird in Österreich gebaut, in der Nähe von Salzburg, an der Grenze zu Deutschland. Und es ist ein spezielles System, das heißt Cargo Clips. Das heißt, grundsätzlich wird das Fahrzeug ausgebaut, es wird isoliert, die Fenster werden eingebaut, es ist aber dann nackt, oder? Genau, also die Fenster auf Wunsch, Dachfenster, Seitenfenster, Rückfenster. Und dann machen wir Isolierung, Verkabelung und bauen die Holzwände ein. Okay, die CNC-Maschinen fräsen Tag und Nacht. Ihr fräst selber? 3 CNC-Maschinen, die fräsen Tag und Nacht, nonstop, hast du recht. Und verschiedene Holzarten möglich. Und ich habe dadurch halt eine Stabilität und kann Module einhängen, befestigen, wie ich möchte. Wir haben sogar Schränke zum Einhängen, das ist das ganz Besondere. Genau. Das heißt, also du kannst dir das Wohnmobil sogar noch konfigurieren, kannst es sogar ändern. Genau, ich könnte theoretisch in 20 Minuten den Wagen leer machen. Dann hätte ich einen Lieferwagen, einen leeren Lieferwagen und könnte theoretisch andere Module einbauen oder den Wagen auch anpassen. Ob ich jetzt zu 4 oder zu 2 unterwegs bin, dann könnte ich theoretisch noch andere Module mitnehmen. Was denkst du, für wen sind diese Fahrzeuge am meisten geeignet? Für Handwerker, die campen wollen oder für Familien? Also wir haben immer noch, ich würde mal sagen, 30% Handwerker, die dann wirklich den Wagen 2-3 Mal im Jahr umbauen zum Wohnmobil und wegfahren. Ja. Ist natürlich ideal, kann ich es über die Firma laufen lassen und ich habe nur ein Fahrzeug. Wobei wir jetzt mehr und mehr Kunden haben, die einfach diese Flexibilität lieben. Die werden die Module vielleicht auch nie wieder ausbauen. Aber ich habe mir das Wohnmobil so zusammengestellt, wie ich es möchte und dadurch mein Traumwohnmobil. Ja, ich habe nur das dabei, was ich brauche. Ja, interessant ist hier ein Lichtmodul, das habe ich auch noch nicht gesehen. Ja, das kann ich auch abnehmen. Moment, ich schaue kurz hoch. Das ist nur mit einem Magnet befestigt und ich kann es als Taschenlampe mit rausnehmen, nachts, wenn ich es brauche. Oder ich kann es dann Licht indirekt als Leselampe und kann es über unseren Clip auch überall befestigen. Wenn ich hier hinten liege, kann ich es zum Lesen hernehmen, ich kann es als Licht hernehmen, da bin ich super flexibel. Ja, es gibt jetzt immer mehr Firmen, die das so oder so ähnlich kopieren. Ich habe es gesehen bei Adria, auf einmal hing der Schrank an der Airline-Schiene. Ja, siehst du, wir sind Trendsetter, sind wir. Das ist so. Hier vorne ist natürlich jetzt der Riesenvorteil, ich habe hier nie genug Stauraum. Und oft ist es so, dass die Fahrräder sind jetzt mittlerweile so teuer, wenn ich irgendwo mal stehen bleiben will und habe jetzt Angst, dass mir irgendjemand was runterklaut hinten, kann ich die Fahrräder auch mitnehmen. Und da haben wir jetzt diese Bettgarage, heißt es bei uns, wo ich oben schlafe. Und es ist auch ein Längsschläfer, also wir schlafen längs, wir sind alle große Leute. Wir wollen Platz haben, das ist 1,90 lang und ich habe 1,65 Breite, also sehr bequem zum Schlafen. Und habe dadurch wunderbar viel Platz hinten, ob das jetzt Fahrräder sind, ob das anderes Sportausrüstung ist. Ich kann sehr viel, ob das große Hunde sind, die ich dabei habe. Ich bin sozusagen komplett flexibel, wie ich den Stauraum hinten nutze. Stefan, wenn du mal hinten zumachst, bitte, ja, mach ich. Dann ist es fürs Licht ein bisschen besser, denn der Ausbau, der ist wirklich phänomenal. Du hast hier ein Küchenmodul mit drin, es ist ein Kühlschrank mit drin, ein großer, ein Kompressorkühlschrank mit eingebaut. Ja, ist doch wieder auch ganz anders wie drüben. Und da sieht man, obwohl es eigentlich dieselbe Firma ist, sieht es wieder komplett anders aus, ja. Du bist angefixt? Ja, auf jeden Fall. So, die Eintrittsstufe, die auch nicht so stark aufbaut. Das ist Allrad oder kein Allrad hier? Das ist jetzt ein Frontantrieb. Das ist ein Frontantrieb, genau. Da habe ich ein bisschen mehr Stehhöhe innen beim MAN. Das heißt, der Allrad raubt dir die Stehhöhe, oder? Der Allrad beim MAN raubt dir 10 cm Stehhöhe. Da wird das Fahrzeug insgesamt nicht höher, was auch wieder ein Vorteil ist. Ich habe allerdings dann innen 10 cm weniger Stehhöhe. Da kommt es jetzt darauf an, wie groß du bist, ob es das wert ist, dir ein Allrad zu besorgen. Wobei ich kann dann auch wieder natürlich eine höhere Höhe nehmen. Ich sage das dreimal schnell. Also ein H3 zum Beispiel, dann hätte ich ja auch wieder die Stehhöhe. So, hier vorne siehst du, ihr habt viele Details, die ihr aus Badovat habt. Kommt das Geschirr mit?
Das Geschirr kommt mit. Das ist als ein Geschirrset, das klappt hier schön wunderbar nach oben. Kann ich das hier befestigen. Und oben habe ich gleichzeitig das Geschirr dann. Ist jetzt nicht ganz vollständig, weil wir hier auch campen und wohnen, Vanlife, und die Spüle ist auch voll mit dreckigem Geschirr. Aber dieses Schrankmodul ist genauso demontierbar. Das hängt nur an dem Lochsystem. Das hängt nur an diesem, man sieht es oben schön, oben sind zwei, das ist nur über diese Clips festgedreht und hinten auch noch zwei an der Wand, also zwei an der Decke, zwei an der Wand, und dann sitzt dieser Schrank bombenfest. Und das heißt, das Kopieren ist ja des Erfinders größtes System. Gab es das vorher schon oder irgendwie in Amerika? Habt ihr das irgendwie gesehen oder habt ihr das selber erfunden? Also eigentlich ist das alles selber erfunden. Wir kommen eigentlich aus der Ladungssicherung. Wir wollten eigentlich über diese Lochwände Ladung bombenfest sichern können. Und da ging es dann mal irgendwie darum, dass der Monteur auch mal vielleicht übernachten möchte, wenn er irgendwo seine Arbeit getätigt hat. Und dann haben wir zuerst dieses Bett erfunden, das man an die Wand klappen kann, das er wegklappen kann. Und irgendwann sollte er sich hier auch einen Kaffee kochen können. Und dann hat sich das so ein bisschen ergeben. Und mittlerweile sind wir eigentlich voll auf den Campingmarkt fokussiert, weil das unsere größte, sage ich mal, die größte Nische war, die wir füllen konnten. Und funktioniert das auch jetzt mit der Ladungssicherung, mit diesen Cargo-Clips? Oder willst du sagen, nee, darauf ist Nein, nicht natürlich. Also es ist immer, wie gesagt, pro Punkt hast du ja 150 Kilo Belastung. Also du könntest dir diesen Wagen in 20 Minuten leer räumen und könntest den für die Firma mit Paletten, über Sperrstangen, über diese Spanngurte, könntest du Ladung 100% sichern. Da würde man dann natürlich vielleicht nicht das schöne Holz hierher nehmen, sondern würde ich Buche in Natur lassen. Genau. Aber wir haben genügend Kunden, die das immer noch multifunktional nutzen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich bin Fahrradhändler, habe bereits einen Sprinter, der ist noch nicht ausgebaut, kann ich euch ihn liefern? Ja, natürlich. Also wir machen ja nicht nur Komplettfahrzeuge, sondern du kannst uns jedes Fahrzeug bringen. Wir machen Komplettangebote, wir bauen auch die Fenster nach, wir isolieren, wir machen drehbare Vordersitze rein, wir bauen zweite Batterien, wir machen ein Komplettangebot fürs Fahrzeug. So, und das heißt, das Ganze wird auch bei euch eingebaut oder gibt es auch Bausätze? Nee, das wird alles bei uns vor Ort eingebaut. Das ist auch ordentlich. Rappelt es, klappert es? Da klappert gar nichts, Und der Grund, warum wir es auch nur selber machen, ist, um die Qualität zu sichern, zu garantieren. So, viele kleine Details. Das Ganze hängt hier an Clips dran, wie zum Beispiel die Markisenkurbel. Genau. Einfach nur über den Clip angeschraubt kann ich jetzt selber. Ich kann mir jetzt hier selber Sachen noch reinhängen, ob das Lampen sind. Ich könnte auch Taschen einhängen. Ich könnte theoretisch eine Hängematte hier mir reinhängen, wenn ich noch ein extra Bett bräuchte. Ich habe hier drüben eine Reihe Clips links, da hänge ich einfach verschiedene Sachen hin. Da kann ich auch für die Küche dann, ob ich jetzt da Handtücher hinhänge oder ich kann mir Bilder hinhängen. Ich kann es wirklich heimlich oder gemütlich machen, persönlich machen. Was ich toll finde, die Integration der Sicherung, das ist, habe ich so noch nie gesehen. Ja, ist natürlich jetzt hier schön aufgereiht. Sag mal, ihr baut viele Fahrzeuge. So, und das Ganze ist ja so, ihr kriegt ja viel Feedback von den Kunden, was die wünschen und so weiter. Das Baukastensystem wird ständig erweitert? Oder? Also wir sind, glaube ich, mittlerweile jetzt nach 4 Jahren so weit, dass wir fast alles haben. Also man geht natürlich immer mehr auf die Kundenwünsche ein, aber mittlerweile kommt natürlich schon ab und zu jemand, der mit einer neuen Idee, sage ich mal, kommt oder mit einer neuen Frage. Und wir bauen ja prinzipiell alles. Aber mittlerweile würde ich sagen, findest du in unserem Katalog alles, an was man so denken könnte. Das heißt, ich kann mir aber auch dann einzelne Schränke nochmal dazu kaufen oder wie auch immer. Also zum Beispiel, ich lasse die Wand von euch machen und die Decke und dann sage ich, aber ich weiß noch gar nicht genau. Den musst du schon ein bisschen testen. Ein bisschen größer? Okay. Ich weiß noch gar nicht genau, was ich jetzt will. Ich kaufe mir jetzt erstmal einen Schrank, ich kaufe mir erstmal das und nach 2 Jahren kaufe ich mir dann noch Könnte was. man dazu kaufen, genau. Okay. Wir hatten jetzt einige Kunden, die erstmal ein Bett sich gekauft haben und nach kann ich Schränke dazu kaufen. Wie gesagt, ich kann dann auch mal sagen, ich nehme eine größere Küche. Genau, also je nach Nutzung und halt dann auch. Ja. Genau. Okay, interessant. Boah, Und der wächst mit der Wagen. Wie jetzt zum Beispiel, der ist jetzt hier für 4 ausgelegt. Ich habe ja oben 2 Schlafplätze und hier hinten 2 Schlafplätze. Da kommt jetzt noch ein 4. Sitz, würde hier reinkommen. Die Schienen sind schon da. Ich kann aber auch, wenn ich jetzt noch zu zweit unterwegs bin, tue ich die Sitze raus und könnte hier zum Beispiel nochmal ein Modul, nochmal ein Schrankmodul oder noch was anderes hinbauen. Oder ein gemütliches Toilettenmodul zum Beispiel, dass ich dann sage, ich kann es anpassen, je nachdem, wie viele Leute mitfahren. Der Tisch ist eine Sensation, den kannst du einfach hochklappen. Das geht so schnell, dass er aus dem Weg geht. Ist auch wahrscheinlich während der Fahrt auch sicherer, wenn er oben ist. Wie ist das mit den Beinen? Klappt das gut, dass du da unten nicht an den Tisch kollidierst?
Das funktioniert wunderbar. Ich meine, ich kann das natürlich auch immer anpassen individuell. Ich kann ja die Höhe der Sitze, die Höhe des Tisches, ich kann mir das genauso konfigurieren, dass es dann auch ideal passt für meine Bedürfnisse. So, der ist ja oben mit so einem Clip, ist der fixiert. Genau, ist nur hier fixiert. Auf Spannung auch ein bisschen, oder? Ja, genau. Damit ja auch ja nichts klappert. Ja. Das Schlimmste ist dann, dass... Und das sind auch unsere Ablagefächer hier, die wir gebaut haben. Also hier habe ich hier einen zweiten Wärmetauscher, Verdampfer für die Passagiere, die hinten mitfahren. Wenn ich zu zweit unterwegs wäre, bräuchte ich den ja nicht. Dann hätte ich hier eine riesige Ablagefläche. So habe ich auch noch schön viel Platz hier. Das ist auf Wunsch auch von uns mit eingebaut als Ablagefläche. Dann habe ich hier auch die Verdunkelung vorne als Plissé. Das ist natürlich der Volkswagen, der hat alles fertig. Das heißt, ihr braucht dann nicht groß suchen. Was denn jetzt das Optimalere? Ist es der Mercedes oder der Volkswagen mittlerweile? Oder der MAN. Der MAN. Ja, ich sage jetzt mal, sie sind natürlich beide sehr hochwertig. Ich persönlich bin sogar ein MAN-Fan, einfach vom Fahrkomfort. Da finde ich den noch ein bisschen, die Sitze sind für mich als Sitzriesen noch mal angenehmer. Automotiver ein bisschen? Ja, also es gibt sich nicht viel. Ich sage jetzt mal so, vom Preis-Leistungs-Verhältnis bin ich beim MAN halt noch ein bisschen günstiger unterwegs. Und deswegen finde ich jetzt von der Qualität her gibt sich das aber. Das Prestige ist auch mittlerweile. MAN hat ein tolles Prestige. Was ja, die oder? Machen ja auch Werbung mittlerweile und es ist ein Bombenauto. Das ist ein Bombenauto, muss ich schon sagen. So, das Hochdach, Aufstelldach ist optional, aber es macht wirklich Sinn. Da habt ihr aber auch wirklich nachgerüstet. Der Schlafkomfort ist euch ganz wichtig. Schlafkomfort ist uns sehr wichtig. Dieses Aufstelldach wird sogar von MAN werkseitig verbaut. Also MAN, der Vorteil von MAN ist auch noch, dass die eben werkseitig schon so viel machen und liefern. Drehsitze gehen auch, oder? Drehsitze, zweite Batterie, 230 Volt Außenanschluss, dieses Aufstelldach, das sind alles Sachen, die werkseitig dann praktisch Massenproduktion, hast du auch einen Preisvorteil und dieses Dach kriegst du nur von MAN. Und es ist sehr hochwertig. Da oben ist es wunderbar, ich bin 1,94. Das ist ein 2 Meter lang, 1,20 breit. Man muss halt dann entscheiden, 2 Erwachsene. Oben wird es vielleicht ein bisschen schmal, aber für 2 Kinder oder als Einzelner ist es wunderbar dort oben. Großes Thema Duschen, das fragen immer Leute. Die Toilette, wo ist die jetzt hier? Hast du eine Toilette ist hier, ja, wir haben hier unter der Kühlbox eine kleine Trenntoilette versteckt, die ich praktisch rausnehmen kann, weil wir immer sagen, die meisten wollen ja wirklich nur was für Notfall. Ich gehe ja meistens im Fahrzeug sehr selten und dann reicht es. Wenn ich jetzt was Größeres möchte, könnte ich statt diesen Schubfächern zum Beispiel, könnte ich eine Toilette montieren. Man könnte auch noch eine Außendusche hinten mit Boiler bauen, wenn man dann hinten duschen möchte. Wir haben auch Duschmodule für innen, ist natürlich mit dem Längsbett, mit der Bettgarage schwierig jetzt zu platzieren. Möglich ist alles. Ich sage mal, man muss sich überlegen, was ist einem am wichtigsten. Ja. Mit dem Modul fange ich nämlich an. Und wenn das Modul mal platziert ist, dann mache ich weiter und der Grundriss ergibt sich ja dann von selber. Ist das Bett umbauen hier unten schwierig? Kann sie das mal machen? Wenn du ihr einfach mal Anweisungen gibst? Ja, eigentlich ist es. Weil du bist ja der Profi. Ich bin die Laie. Ja, eigentlich nur an der Seite die Laschen. Hier? Genau, einmal nach innen. Ja. Auf der anderen Seite auch. Und dann müsstest du es eigentlich nach vorne ziehen können. Moment. Check mal einmal kurz, ob sie ganz unten ist. Nee, die untere nach unten. Genau. Okay. Ja, jetzt genau. Geht's leicht. Und dann zieht sich das, und dann zieht sich das auch über die Module drüber. Ist das kein Problem, wenn das quer ist, das Lattenrost? Gar nicht. Nee, gar nicht. Dann müsste ich dann halt auch die Matratze nach vorne. Die Matratze nach vorne ziehen, genau, da ist natürlich das jetzt im Weg. Ja. So. Deswegen. Genau. Okay. Licht hast du auch hier drin? Ah ja, mit. So, das wäre es vom Prinzip. Dimmbar. Sag mal, duschen, wenn jetzt Leute kommen, also ich habe gesehen jetzt in einem anderen Stand, der hat so eine, ich sag mal so eine Innenkassette hat er gemacht mit so einem Duschvorhang, dass du innen duschen kannst. Habt ihr sowas? Haben wir auch. Das müsste ich halt jetzt natürlich hier vorne platzieren, wenn ich das Bett so habe, wie es jetzt ist. Ja. Oder wenn mir die Dusche natürlich wichtig ist, dann würde ich eine andere Bettvariante vorschlagen. Da würde ich die Dusche meistens, Dusche, Toilette vielleicht nach hinten verlegen. Ich kann es auch hier vorne machen. Es ist wirklich komplett. Die ist auch modular, die Dusche. Das ist alles modular. Das Wasser, wo ist das? Das wird dann unten, da muss ich natürlich einen Ablauf machen.
Die kann ich dann natürlich, da wo ich die platziere, mache ich dann einen Ablauf hin. Frischwasser? Frischwasser ist dann immer in den Modulen mit drinnen. Also alle unsere Module haben einen eigenen Wasserkreislauf, immer Frisch- und Grauwassertank, sodass ich keinen zentralen Wassertank habe. Achso, es gibt ein Tankmodul quasi, wenn du das möchtest. Wenn du jetzt einen großen Wassertank haben möchtest, kann man sagen, ich mache aus dem Schrank einen Wassertank? Könnte man auch machen, aber ich sage, wie gesagt, die Küche hat 32 Liter Frischwasser und Grauwasser, also sprich, ich kann immer ja einen extra Wasserkanister mir noch irgendwo deponieren, aber die Module haben alle den eigenen Wasserkreislauf sozusagen, dass sie eben auch frei rausnehmbar sind. Also kein zentraler Wassertank, ist auch wieder der Vorteil, ich muss nichts reinigen, ich muss da nichts irgendwann mal auswechseln, ich muss keine Chemie reintun, sondern ich kann diese Kanister auch mal alle paar Jahre auswechseln. Das sind ganz einfache. Sensationell ist das Preisgefüge. Du kannst auch als kleine Familie anfangen. Ihr seid jetzt kein Hersteller, der irgendwie 100.000 Euro oder so weiter hat. Ich zeige es mal gerade. Es geht los bei euch bei 56.280 Euro mit dem Fahrzeug und dem Ausbau. Da sind jetzt noch keine Module drin. Keine Module drin, aber ich habe schon, es ist isoliert. Ich habe die zweite Batterie, ich habe die Standheizung schon drin, ich habe die Schiebefenster, Tempomat, 230 Volt Außensteckdose. Das ist alles schon. Ich habe ein vollwertiges Campingmodul. Und wenn jetzt jemand auch ein bisschen handlich ist selber, dann kann ich ja selber ein bisschen basteln. Ich kann an diesen Clips ja anschrauben. Man könnte da sicher selber auch ein Wohnmobil draus machen. Oder man kauft sich dann das ein oder andere Modul dazu. Aber als Starterpaket ist es ein Bombenpreis und ich habe ein funktionierendes Wohnmobil sozusagen. Und was kostet dann zum Beispiel so ein Bett, wenn ich mir jetzt das als Modul dazu hole? Die Betten, also alle Module sind an verschiedene Preislagen, das sind zwischen 2.500 und 3.500, je nachdem, was es für Konstruktionen sind. Und dann kann ich mir überlegen, was ist mir wieder wichtig, brauche ich eine Küche, brauche ich eine Dusche, brauche ich nur das Bett, und kann dann auch nach und nach dazu kaufen, wie wir vorhin schon gesagt haben. Ja, ihr habt ein ziemlich phänomenales Aufstelldach, das Castello Loft habt ihr jetzt mit dabei, Da oben ist es mit drin, da oben ist es aufgebaut, wir haben es extra gefilmt, da ist es dem Himmel so nah. Das ist eine Neukonstruktion. Was kostet das Dach? Das sind 16.500. So. Und das hier, das Schlafdach ab Werk? Das Dach kostet ab Werk auch 9.000. Das heißt, ich habe einen Camper. Das wäre jetzt quasi ohne das Dach. Aber wenn ich das Schlafdach haben möchte, addiere ich 9.000 Euro ab das Schlafdach? Genau. Dann habe ich das Schlafdach dabei. Und habe dann einen Viersitzer, 4 Schlafplätze draus, beziehungsweise wir haben jetzt auch immer mehr Kunden, die zu zweit sind, dann schläft halt doch einer oben, einer unten, dann hat man mehr Platz oder der eine schnarcht. Das ist ja mittlerweile, sind wir ja alle sehr modern. So ist das. Das heißt, jemand schläft mal unten, einer oben. Ja. Du schnarchst? Nee, müsstet ihr meinen Freund fragen. Das ist so, aber es gibt ja auch viele Paare, die irgendwie, ich sag mal, zusammen sind und dann doch mal alleine schlafen möchten, weil der eine vielleicht mal doch ein bisschen Alkohol getrunken hat, dann schnarcht ja doch, oder? Kann schon passieren, ja. So, hier vorne auch eine tolle Lösung mit einem Tarp. Es muss also nicht immer, ich sag mal, eine schwere Markise sein, es kann auch hier sowas sein. Genau so ist es. Man kann ja auch, klar kann ich alles vollpacken und das Auto wird immer teurer. Ich kann auch bei gewissen Sachen einfach ein bisschen innovativ sein und ein Segel spannen, Dachzelt obendrauf. Der hat jetzt auch die Dachluke drin, dass er von innen praktisch besteigen kann. Das ist ja oft die kritische Sache ist, dass du von innen nach oben kommst sozusagen. Da oben siehst du das. Das heißt, die Luke an sich ist dicht, die kann er zumachen? Genau, das kommt aus dem Yachtbau, diese Luke. Also wenn er das Zelt nicht drauf hat oder einklappt, dann ist es eine ganz normale Dachluke, die er zuschiebt. Oh, hier vorne siehst du auch Sitze optional, wenn man das möchte? Genau, das muss man halt vorher entscheiden. Baut man diesen Schienenboden ein, ob das jetzt 2 Sitze sind oder auch 3 Sitze, kriegt man auch nebeneinander. So, die Schränke sind phänomenal. Ja, wenn ihr das haben möchtet, Cargo Clips. Wir haben das erste Auto ja gezeigt. Ich war so fasziniert, muss ich sagen, dass die Leute wirklich stehen bleiben. Ihr habt einen guten Platz direkt am Haupteingang. Direkt am Haupteingang, direkt hier auch neben dem Biergarten. Besser kann man es gar nicht erwischen. Ja, Castello Loft, ein neues Produkt. Cargo Clips. Oder da vorne gibt es noch eine zweite Adresse. Ist castello.com oder? Castello.com, genau. Hello Castello. Hello Castello, warte mal gerade. Das Hello ist hier. www.hellocastello.com. Ihr fertigt in Österreich, wenn mal irgendwas dran ist, hauptsächlich MAN ist dann ja dafür zuständig, wenn am Fahrzeug was dran ist. Ich kann zu jeder MAN-Werkstatt, die haben europaweiten Service. Das ist es ja, da bin ich immer abgedeckt, da ist immer jemand für mich da und ich kann mich sicher fühlen. Sehr schön. Vielen Dank fürs Einschalten. 16. Juni 2022. Hi.
Warte mal, komm mal da vorne hin. Es geht dir gut? Wunderbar. Okay. Und ich habe gerade einen wunderschönen Aufbau hier gesehen. Das ist der Hammer, habe ich schon gefilmt. Macht einfach nur Spaß. Ja, krass. Hast du die Preise gesehen? Das ist gar nicht so teuer. Alles sehr erträglich. Alles erträglich. Tschüss euch allen, ja. Ciao, ciao. Ciao.